Bevor wir nach Rügen fahren, ein Kurztrip in Stralsund. Die Stadt mit seinen knapp 60.000 Einwohnern ist auch das Tor zur Insel Rügen, die durch die 2007 erbaute Hochbrücke verbunden ist. Ein Spaziergang durch die malerische Altstadt, der alte Markt, das Rathaus, die Backsteingotik ist sehenswert. Weiter zur Hafenanlage. Von links in weiß das Ozeaneum. Hier werden in den Aquarien verschiedene Wasser- und Lebenswelten aus Ostsee, Nordsee und dem Nordatlantik präsentiert. Mitte die Nikolaikirche und rechts das alte Schulschiff Gorsch Fock. Und ein Blick vom Lotsenhaus zu dem alten Dreimaster. Das Segelschulschiff lief 1933 vom Stapel von der Hamburger Werft Blom und Voss. 1945 wurde das Schiff versenkt, 1948 wieder gehoben und instand gesetzt, 1951 unter russischer Flagge unterwegs. 1998 ging das Schiff nach großen Reparaturen wieder nach Deutschland, wo es 2003 in die Volkswerft Stralsund transportiert und 2024 zu ihrem heutigen Standplatz geschleppt. Weiter geht's nun nach Rügen. Das Typische auf der Insel, die herrlichen Baumalleen. Unser Ziel ist Binz, das größte Seebad auf Rügen. Hier mit dem Kurhaus und einem gut 5 Kilometer langen weißen Strand. An der Strandpromenade ein paar Skulpturen. Unweit davon die 1994 neu aufgebaute Seebrücke. Und um 1900. Hier ein Bild von der Brücke im Sommer mit dem Kurhaus. 1885 wurde Binz offizielles Seebad. Ende des 19. Jahrhunderts entstand die prächtige Bäderarchitektur. Und weiter auf einer kleinen Alleenstraße nach Putbus, die jüngste planmäßig angelegte Residenzstadt Deutschlands. 1810 ließ Fürst Wilhelm Malte zu Putbus die Stadt rund um sein Schloss auf dem Reißbrett planen und begann mit den umfangreichen Baumaßnahmen ganz im Stile des Klassizismus, die die schönen Bauten in Weiß zeigen. Ein Hingucker ist das umgedrehte Haus bei Putbus. Das 300.000 € teure Gebäude wurde 2010 eröffnet. Es ist mit 4 Zimmern komplett eingerichtet. Allein durch die optische Wahrnehmung der Räume wird der Gleichgewichtssinn erheblich beeinflusst. Ein weiterer Besuch ist das Ostseebad Zerlin. Ein Highlight ist die Seebühne mit Restaurant.
Die 508 Meter lange Brücke entstand 1906. Packeis beschädigte die Konstruktion 1918. Erst 1992 begann man mit dem Wiederaufbau in Abschnitten, ehe sie im April 1998 neu eröffnet wurde. Zu erwähnen ist auch die Wilhelmstraße mit den mehrgeschossigen weißen Häusern im Stil der Bäderarchitektur zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein weiterer Highlight ist der rasende Roland, bei dem wir in Sellin Ost einsteigen und nach Binz fahren. Natürlich darf ein Besuch von Prora, ein Ortsteil der Gemeinde Binz, nicht fehlen. Bekannt für das unvollendete KdF-Seebad auf Rügen, ein gigantisches Projekt aus der Zeit des Nationalsozialismus. Zu DDR-Zeiten wurde der Komplex als Kasernenanlage genutzt. Auch eine Anlegestelle für Schiffe, die die Urlaubsgäste zu anderen Ausflugsfahrten auf Rügen bringen sollten, war im Bau. Um 2004 wurden die Blöcke einzeln veräußert und zu Wohn- und Hotelanlagen umgestaltet. Weiter nach Sassnitz, einem Fischerhafen am Nationalpark Jasmund. Von hier geht's mit dem Schiff an den Kreidefelsen vorbei bis zum Königsstuhl und wieder zurück. Und in der Ostsee ein russischer Tanker, die Schattenflotte. Und hier nun der Königsstuhl. Er ist mit 118 Metern der höchste, bekannteste Kreidefelsen im Nationalpark und das Wahrzeichen der Insel Rügen. Nochmal ein Blick bei der Rückfahrt über die Abstürze der Kreidefelsen.
Im Hintergrund schon zu erkennen das Kap Arkona, unser nächstes Ziel. Die 43 Meter hohe, auch aus Kreide und Geschiebemergel bestehende Steilküste auf der Halbinsel Wittow im Norden der Insel Rügen. Grandiose Aussichten garantiert das Kap Arkona vom Leuchtturm. Und hier der Marinepeilturm. Da er geöffnet war, hatte ich tolle Sicht. In der Ostsee ein Offshore-Windpark. Wir verlassen den Ort. Weiter geht's nach Schaprode, um von hier mit der Fähre die Insel Hiddensee zu besuchen. Hat man Zeit, kann man in Schaprode die majestätigen Herrenhäuser, historische Fischerkarten und alte Reetdachhäuser bewundern. Hier die 1722 erbaute St. Johanniskirche, wo im Sommer regelmäßig klassische Konzerte und Führungen stattfinden. Mit der Fähre nun weiter in gut einer Stunde zur Insel Hiddensee. Die Insel liegt vor der Westküste Rügens, knapp 17 Kilometer lang und an der schmalsten Stelle 250 Meter breit. Da Hiddensee autofrei ist, machen wir vom Fährhafen Kloster im Norden eine Inselbesichtigung mit Pferdewagen. Noch immer ist Hiddensee Refugium und Schaffensstätte für viele Kunst- und Kulturschaffende, wie einst Asta Nielsen und Gerd Hauptmann. Nach der Rundfahrt noch eine kleine Wanderung zum Leuchtfeuer Dornbusch auf dem 72 Meter über dem Meer liegenden Dornbusch-Hügel. Auch das Wahrzeichen Hiddensees. Vom 28 Meter hohen Turm hat man auch eine tolle Aussicht über die Insel bei guter Witterung. Nach diesen Eindrücken geht's wieder zurück. Da das Fährschiff nicht fuhr, konnten wir mit dem Schiffstaxi zurück nach Schaprode fahren. Auch unserer Busfahrer Rainer gebührt ein großes Lob für die ganze Organisation mit Burckhardt Reisen. Noch Bilder von der rasanten Rückfahrt mit dem Bootstaxi nach Schaprode. Und mit einem Sonnenaufgang in Binz am nächsten Morgen endet der Film.